Hallo! Hallo! Wir sind jetzt so spontifix hier mal wieder zusammengekommen, wegen Piranha Becken TV. Draußen ist warm und ja, wir fühlen uns eigentlich ganz gut, ne? Oder? Ich finde das schön mit dem schönen Wetter. Ja? Ja. Ja, ich finde das nicht so toll. Ich bin immer froh, wenn ich irgendwie drin bin, Jalousien runter und dann auf der Couch. Das geht doch immer. Das geht doch immer. Aber nicht bei so einem schönen Wetter. Ja. Das ist das Beste. Kann man auch mal raus. Du kann man raus. Ja, raus kann man auch, wenn es regnet. Ja. Ist nicht dasselbe, ne? Es ist irgendwie nicht dasselbe. Okay, Best Game Ever ist das Thema, ja? Also, es scheint wohl eine wichtige und populäre Frage zu sein, ne? Was fandest du am besten? Also, ich finde am besten Frühling und Herbst. Und du? Sommer. Ne? So. Aber wie wichtig ist denn das überhaupt? Dass man unbedingt irgendwie die Meinung von anderen Leuten... ich meine, wir sind unterschiedlicher Meinung. Ja, und ja, was ist denn am besten? Ne? Auch bei Spielen ist das so. Ne? Was ist denn am besten? Was ist denn das beste Spiel? Best Game ever? Ja. So, ne? Die These ist ja, das Spiel muss ja unwahrscheinlich gut gewesen sein, wenn ich mich besonders lange damit aufgehalten habe. Genau, das heißt also auch die Frage, wie lange man das gespielt hat, heißt wohl offensichtlich irgendwie was, ne? Ja, und deswegen haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, machst du öfter neue Games oder hältst du eher lange an einem Titel fest? Dass du sehr lange, sehr lange an einem Titel spielst. Und die haben Folgendes gesagt. Schwierig. Ich glaube, wir alle kennen das mit Vollzeitarbeiten es immer schwieriger wird, ein Spiel durchzuspielen, vor allem wenn es lange Spiele sind. Deswegen ist es bei mir aktuell leider auch so viele angefangen, die man auch gut findet und denkt, müsste ich jetzt mal endlich zu Ende bringen. Eigentlich bin ich für Durchspielen, aber ich muss ehrlich sagen, immer wieder neu anfangen tatsächlich. Boah, das ist eine gemeine Frage. Wenn man älter wird, ne, dann hat man ja Best Game Ever, vor allen Dingen so mit sentimentale Erinnerungen an früher. Und ich glaube, nach wie vor, das Spiel, was mich am meisten gefangen hat, war The Bard's Tale. Und ich habe es nochmal versucht zu spielen, so mit Anfang 40. Und es war genau wie damals, aber ich will es jetzt auch nicht nochmal spielen. Und ansonsten spiele ich im Augenblick zum allerersten Mal ein Zelda-Spiel, nämlich Breath of the Wild. Und da bin ich so dermaßen drin, dass ich von dem Spiel träume. Und von Spielen träumen, das ist so die stärkste Immersion, die ich mir vorstellen kann. Ja, ich glaube, dass ich am liebsten, wenn ich privat spiele, Sachen auch mindestens durchziehe. Allerdings nicht so der 100%-Spieler, sondern Story durch und dann lege ich es eigentlich ad acta. Eine gute Mischung. Also ich finde, es ist schön, wenn man immer so einen Abend hat, wo man dasselbe Spiel immer mal wieder spielt, wenn da neue Inhalte kommen, aber ansonsten sollte man auf jeden Fall offen bleiben, da der Markt sich da auch laufend verändert. Ich versuche eigentlich nichts doppelt zu spielen, weil ich so wenig Zeit habe. Denke ich mir, ich spiele lieber was Neues als eine Sache nochmal oder länger. Loslassen, Neues sehen. Das Leben ist zu kurz, es gibt zu viele schöne Spiele. Inzwischen ist es ja so, dass ich doch viel beruflich vor allen Dingen spiele und dann habe ich weder besonders die Auswahl darüber, was ich selbst spiele, also zumindest liegt die nicht komplett bei mir, noch kann ich darüber entscheiden, wie lange ich das eben tatsächlich dann durchziehe. Man hat so ein bisschen so einen Einfluss, bei uns wird dann entschieden, wer spielt eigentlich wann was. Das ist dann schon so, dass man so seine Genres hat, in denen man vielleicht eher mal stattfindet. Tja, Meinungen, ne? Ja, da gibt's ganz viele verschiedene Sachen, die da zu beachten sind. Jetzt bin ich mal gespannt. Was kommt jetzt? Naja gut, also erst einmal finde ich, ist das relativ schwierig zu sagen, Singleplayer oder Multiplayer. Eigentlich müsste man jetzt spontan sagen, es ist viel einfacher, sich lange an einem Multiplayer aufzuhalten, als an einem Singleplayer, weil den spielst du ja durch. Warum? Weil den spielst du durch. Ja. Und dann ist er vorbei. Dann ist vorbei. Ja, und es gibt Leute, die fangen den Kram dann wieder von vorne an. Also spielen die sehr, 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 sehr lange. Und häufig. Ja. Also die spielen das dann einfach öfter. Und andere Leute irgendwie, die spielen zum Beispiel an so einem MMO oder so Ewigkeiten dran lang, weil es halt irgendwie nicht endet. Und solange ich irgendwie meine Kumpels habe, die da mitspielen und ich dann irgendwie, komm, wir treffen uns auf einen Raid und was weiß ich, dann wird daran einfach ewig lang weitergespielt. Aber dieses Phänomen gibt es eben auch für Singleplayer, was man auf Anhieb vielleicht gar nicht als Außenstehender meinen mag, aber doch
Ne? Welches Spiel hast du als häufigstes durchgespielt immer wieder? Mir fällt gerade Descent ein, wo ich die Muskelzuckung gekriegt habe. Aber das stimmt, glaube ich, gar nicht. Das, was ich am häufigsten durchgespielt habe, also 3-mal durchgespielt, ich glaube, unser eigenes Spiel. Gothic habe ich am meisten durchgespielt. Und danach kommt, glaube ich, System Shock mit 3-mal. System Shock 2 auch 3-mal. Und genau. Ich wette, jetzt kommt irgendeiner, der sagt, was, nur 3-mal? Ich habe das Spiel 30-mal durchgespielt. Ja. Also mein Top-Titel war tatsächlich 9-mal durchgespielt. Das war Gothic 2. Na, siehst du. Das habe ich tatsächlich 9-mal durchgespielt und ich habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei Piranha Bytes gearbeitet. Deswegen zählt das voll. Ja gut, ist das jetzt dann auch das Beste? Ist das dann am besten? Ja und nein. Es hat mir auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt am meisten Spaß gemacht von allen Spielen, die ich zur Verfügung hatte. Ja, ist schwer zu vergleichen mit den Sachen, die man heute macht. Ne? Es ist viel Nostalgie dabei. Wir hatten ja nix und solche Dinge. Ne? Also es gibt ja so viel Sachen. Wir haben über Pile of Shame gesprochen und über Sachen, die man sonst noch spielen kann. Haben wir nicht sogar Fallout 3-mal durchgespielt? Fallout 3 haben wir 3-mal durchgespielt, das stimmt. Ne? Ja. Ich meine, das kommt ja schon sehr nah daran. Ja, das stimmt. Das fanden wir wohl ziemlich gut. Ja, Hat auch sehr viel Spaß gemacht. ja, das stimmt. Und dann, naja. Ja, wie ist das? Singleplayer. Lohnt sich das tatsächlich, ein Spiel, das so gut war, dann wieder durchzuspielen, anstatt das Risiko einzugehen, sich was Neues anzugucken? Denn die Auswahl der Spiele ist ja heutzutage wirklich riesig. Ja. Man muss aber echt gut stöbern. Ne? Das ist halt, dann denkst du, oh, schade, habe ich mein Spiel zu Ende, hatten wir schon mal das Thema. Und dann, ja, wie kommt man denn jetzt an etwas anderes, was man ähnlich geil findet? Weiß man ja vorher nicht. Wenn man anderen Spielern zum Beispiel beim Zocken zuguckt, zum Beispiel auf YouTube guckt man sich Let's Plays an oder noch eingehender finde ich eigentlich Streams, weil das live ist, dann fällt auf jeden Fall auf, dass es einige Streamer gibt, die immer das Gleiche spielen. Immer. Ja. Da weißt du genau, das ist der mit dem Spiel. Ne? Es gibt ja dieses Phänomen, zum Beispiel GTA. Oder noch besser, GTA Roleplay oder GTA Multiplayer. Und dann spielen die dieses Ding und haben, was weiß ich, bis zu 5000 Zuschauern. Und dann spielen die was anderes. Schwupp, sind die Zuschauer weg. Da mag man ja meinen, die Leute, die schalten eigentlich nur ein, um denen dieses Spiel auch spielen zu sehen. Es sei denn, man ist der Erik Range, ne? Der mit Minecraft, glaube ich, angefangen hat, ne? Zu streamen oder YouTube zu machen, glaube ich. Ne? Der hat auch immer dasselbe Spiel gespielt und das fanden die Leute so toll. Und heute macht er auch mal andere Sachen. Gibt es auch natürlich, also Leute, die regelmäßig was Unterschiedliches spielen, irgendwie, die können diesen Sprung schaffen, aber es gibt tatsächlich welche, die haben sich irgendwie auf eine Sache versteift, ne? Es gibt ja viele irgendwie, die tatsächlich auch mal ab und zu was anderes machen. Mortality zum Beispiel, der spielt eigentlich vor allem World of Tanks. Ja. Ne? Aber ab und zu spielt er auch mal eins unserer Spiele zum Beispiel. Und da bleiben die Leute dann auch hängen. Ne? Das ist auch so ein Phänomen. Aber bei einigen Leuten, Minecraft überhaupt, ne? Es gibt Leute, die spielen nur Minecraft. Ja, das ist dann wohl das beste Spiel, ne? Ja. Ja. Zumindest ist es flexibel genug, als dass man da eine Menge mitmachen kann. Mit Mods oder was weiß ich dann. Ich baue jetzt Harry Potters Hogwarts nach. Und dann sind die dann erstmal irgendwie ein halbes Jahr damit beschäftigt, Hogwarts zu bauen. Das ist schon krass. Und dann stürzt der Server ab. Das kann auch mal passieren. Das ist schon übel. Kumpel von uns, der Kitsunake LP, der baut gerade eine Pyramide und ständig streckt der Server. Und dann baust du und machst und tust und weißt gar nicht, ob du irgendwie das Ding nachher am Ende des Tages doch noch irgendwie gebacken kriegst, ne? Und wieder bekommst. Dann ja, das ist ja ärgerlich. Arbeitest du in blauen Dunst rein. Ich hoffe es. Ja gut, Best Game Ever, ne? Das heißt also am besten. Das finden diese Menschen am besten. Am besten ist ja auch immer eine sehr subjektive Sache. Das ist ja eigentlich, worum es geht hier. Ne? Das heißt, das ist eine subjektive Einschätzung einer Sache oder eines Games oder so. Und dem entgegen stehen ja solche Sachen wie unabhängige Meinungen, objektive Meinungen. Ja? Und zwar die Presse oder halt Metacritics, OpenCritics. Gibt es ja unterschiedliche Plattformen, wo Dinge bewertet werden und das mit der höchsten Punktzahl ist am besten. Jetzt gibt's aber auch Spiele, ja, die sind nur 8 Stunden lang.
Ja, und die werden trotzdem als solches dann auch bewertet, ne, als ein 8-Stunden-Spiel und kriegen eine 90er-Wertung und so. Das heißt also, das am besten Spiel hat nicht unbedingt immer 1:1 mit der Spiellänge zu tun. Nein, das liegt ja auch daran irgendwie, was für eine Art Spiel ist denn das? Also kann ich da besonders lange und viel dran rumrötteln oder ist es halt so, wenn es jetzt zum Beispiel ein sehr storylastiges Spiel ist, kann es eine tolle Erfahrung sein, aber das spiele ich dann quasi nicht direkt nochmal durch, wenn ich es durch habe, weil ich mich halt noch an alles erinnere. Ja. Ne? Nächstes Phänomen, wie viele unterschiedliche Sachen kann ich da machen? Muss ich in dem Spiel genau dasselbe nochmal machen? Das ist wie ein interaktiver Film, dann lohnt es sich nicht, den so schnell nochmal wieder zu spielen. Aber wenn ich zum Beispiel dann völlig anders spielen darf und andere Entscheidungen treffen kann zum Beispiel, dann könnte es sich lohnen, das nochmal zu machen. Und mal zu gucken, was es wäre denn, wenn ich das und das so mache. Und das muss man natürlich an der Stelle berücksichtigen. Was ich auch interessant finde bei diesem Thema ist, so ein Phänomen. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade bei diesen älteren Nostalgie-Sachen irgendwie, wo du sagst, irgendwie System Shock war total geil damals irgendwie und ach, diese Steuerung von diesen Decent-Dingen, das hat voll Spaß gemacht oder was weiß ich, was man halt selber, ihr habt eure eigenen Schätzchen zu Hause, dann habe ich so ein paar Features, ein paar kleine Dinge, die ein Spiel hat, was ich besonders liebe und das suche ich irgendwie wieder. Bei anderen Spielen. Bei anderen Spielen. Oder bei halt im nächsten Teil von irgendwas. Ne? Wäre doch geil, wenn man das und das Spiel nochmal hätte, aber mit total geiler neuer Grafik irgendwie, aber mit denselben Features wie damals. Irgendwie so ein Mischhybrid-Dingen. Und dann ist häufig so, dass man ein neues Spiel dann spielt und einiges davon auch wiederfindet, aber anders. Und dann kommt so ein, nee, das ist nicht ganz dasselbe. Ich möchte doch lieber wieder das Alte. Mein Lieblingsspiel. Mein Lieblingsspiel, was, genau. Was ich als das Beste ever betitelt habe, ja. Genau, ne? Ja. Oder im schlimmsten Fall sogar, ich habe mehrere Lieblingsspiele von damals. Im krassesten Fall ist das eine ein RPG, das andere ein Shooter und das dritte, was weiß ich, Aufbaustrategie. Und jedes hat so ein Feature, was ich total geliebt habe. Und am liebsten hätte ich ein Spiel, das total geile Grafik hat und alle diese Features miteinander vereint irgendwie. Und dann suche ich immer, ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist denn dann, wenn ich irgendwie mein Lieblingsspiel suche? Ne, du hast jetzt ein Spiel gespielt, das fandst du total geil. Suchst du dann automatisch dasselbe wieder? Das heißt, du suchst quasi, weißt genau, ich krieg dieses Spiel nicht, weil ich habe es ja gerade durchgespielt. Und das, was ich als nächstes spielen möchte, ist eigentlich eine ähnliche Erfahrung. Aber sucht ihr dann auch, irgendwie hast du jetzt total geile Open-World-Rollenspiel durchgespielt, sucht ihr dann wieder ein Open-World-Rollenspiel, was das ähnlich kann? Und werdet dann automatisch enttäuscht? Oder ist es eher so, ach nee, komm, jetzt suche ich mir lieber einen Shooter, weil ich weiß, den vergleiche ich dann nicht so mit der Erfahrung, die ich gerade gemacht habe. Das wäre ja eigentlich auch nicht ganz verkehrt, ne? Es gibt für mich kein das beste Spiel ever. Darauf wollen wir eigentlich hinaus. Ne? Das heißt also, es ist immer eine subjektive Meinung und es hat auch immer mit Nostalgie zu tun, mit Vergangenheit zu tun, mit dem, was man gerne regelmäßig macht, mit der Spiellänge, wie lange man irgendwelche Sachen, irgendwelche Game-Mechanismen oder Geschichten erzählt bekommt. Ich habe gerade VR durchgespielt, hier Skyrim in VR. Habe ich 41 Stunden für gebraucht. Ich hatte das schon mal gespielt. Ja? Das heißt, ich habe es das zweite Mal gespielt und es war eine völlig neue Erfahrung. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war super. Ja? Es ist jetzt das Beste, was ich je gespielt habe. Es hat mich sehr beeindruckt. Ja, auch den Endkampf am Ende so, da gibt's ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, wow, da habe ich mit offenem Mund da gesessen. Da habe ich gedacht, Wahnsinn. Ja, was für ein Erlebnis. Nur ist es jetzt das Beste. Days Gone fand ich total klasse. Ne? Diesen Rocker, der irgendwie Zombie-Horden klatscht, ne? Fand ich auch großartig. In dem Jahr war das für mich das beste Spiel, ganz klar. Aber ist es jetzt das Beste ever? Schwierig. Wenn man allein diese Spiele vergleicht irgendwie, zum Beispiel Skyrim VR mit Days Gone und Prey. Prey habe ich auch gespielt, ja. War super. Ja, war so ein System Shock-Ding und ich fand System Shock super, also fand ich, das das Beste. Es ist schwierig. Letztes Mal hatte jemand zu dem Kommentar, einen Kommentar unter unser Video geschrieben, dass die Entwickler sich wohl angeblich damit beworben hätten. Die haben gesagt, wir wollen das nächste System Shock machen und dann haben die gesagt, ja, dann macht das. Wir machen mal, aber wir schreiben Prey drauf. Genau. Ja, ne, dafür haben sie dann auch Raue gekriegt, weil es halt kein Action-Shooter ist, sondern ein bisschen mehr Rollenspielelemente hat und so weiter, ne, aber es ist halt vielleicht falsch gelobt oder getadelt, weiß man nicht so genau. Hidden Gem. Ja, auf jeden Fall. So, man kommt zu dem Schluss, wir haben sehr viele Spiele aufgezählt, es gibt noch mehr Lieblingsspiele, die ich habe, ganz klar, ne, und das ist halt eine sehr subjektive Meinung und uns würde mal eure
Top 10 irgendwie interessieren, ob ihr sowas zustande bekommt und sagt so wirklich, das sind meine Lieblingsspiele oder die ersten 5 oder sowas, ja. Weil da sieht man schon ziemlich genau irgendwie, wo der Trend hingeht. Aber das Beste, so erster Platz, zweiter Platz, ist immer schwierig. Vor allem, wenn man sich auf eine Sache festlegen soll. So, das ist jetzt das Beste ever. Ja, dann ist das schon schwierig. Das darf man eigentlich nicht. Ja, vor allen Dingen im Hinblick darauf, womit hat man sich am längsten tatsächlich in irgendeiner Form beschäftigt. Aber das ist dann nicht unbedingt immer das Beste. Ja, genau. Na? Ja, aber Ja, ne, was ist es jetzt? Dein Lieblingsspiel irgendwie, ich könnte jetzt auch sagen, Monkey Island, habe ich auch ein paar Mal gespielt in meinem Leben tatsächlich. Würde ich jetzt aber nicht mehr anfangen gerade. Ne, weil ich jetzt lieber Bock hätte auf was Neues. Dann hat man noch so Kriterien, beste Qualität von Grafik, beste irgendwas, das wird ja auch immer besser. Und hier, was ist dann das Beste, ne? Ja gut, dann mach doch mal 2 Listen. Mach doch mal das beste Spiel aus eurer Sicht, Top 3, und die nächsten Top 3 sind die Spiele, mit denen ihr euch am längsten beschäftigt habt. Mal gucken, wie die Diskrepanz ist. Das fände ich spannend. Das ist stimmt, ja. Das ist spannend. Ja, das wäre cool. Okay, hast du eine Community-Frage? Ich habe die ausgedruckt. Warte mal, wir sind noch ein bisschen unorganisiert, weil es die erste Folge der Staffel oder Session vielmehr. Aha. Oh. Okay, fangen wir mal mit was Leichtem an. Ja. Sag doch mal, trinkt ihr eigentlich immer und überall nur Cola? Die Frage geht eigentlich an dich. An mich, ja. Oder ist da sogar Whisky drin? Ab und zu ja, aber jetzt nicht. Ne? Und vor allem jetzt habe ich tatsächlich Wasser. Das ist aber sehr missverständlich. Du hast, während du diese Aufnahmen machst, nie Whisky da drin. Nein, das stimmt. Aber ab und zu habe ich in der Cola auch mal Whisky. Ab und zu macht die Folgen mal Whisky. Ole, ole. Okay, also hier ist jetzt Wasser drin. Wir haben keine Cola. Weil wir keine Cola haben. Ich habe gestern nämlich irgendwie nicht geschafft, Cola zu besorgen. Deswegen trinken wir kaltes Wasser. Ist ja auch bei dem Wetter nicht verkehrt, genau. Ja gut, das war die erste Folge der Session. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich seid ihr morgen wieder dabei. Nee, nächste Woche ist das, ne? Siehst du, guck mal, ich bin noch nicht ganz warm. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Tschö. Was, das kommt aus dem Kühlschrank. Das ist schon warm. Jetzt habe ich auch noch gekleckert. Blöd.